Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und alles drumherum. Genau, bevor wir heute in ein Video zu einer Künstlerin starten, die ich durch Ren natürlich kennengelernt habe, wie so viele andere auch, und die mich umgehauen hat. So könnte man sagen, und die ich sehr liebe. Möchte ich kurz nochmal sagen, warum ich jetzt diesen Schlenker zu Chinchilla gemacht habe. Und zwar habe ich gestern ein Reaction-Video zu Penitence von Ren machen wollen. Und ich war gestern mit dem Video, also nicht mit dem Video, mit den Lyrics und dem Song komplett überfordert. Ich wollte eine Blind Reaction machen, weil ich den Song noch nicht kenne. Und das Video schlummert auch noch im Hintergrund. Das werde ich irgendwann auch nochmal veröffentlichen. Dann werdet ihr Spaß haben. Dann werdet ihr eine Desiree erleben, die keinen Plan hat. Und versucht sich da irgendwie durchzuackern. Das heißt, ich hatte gestern tatsächlich mal einen Tag, wo ich nicht so ganz da war. So. Ich hatte einen Tag, wo ich eher ein bisschen down war, eher ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie schwelgte so eine Grundtraurigkeit im Hintergrund rum, die ich an nichts festmachen konnte. Es gab nichts, was mich besonders traurig gemacht hat an sich. So, und ich war schnell frustriert mit Dingen. Ich habe meine neue Kamera bekommen, die wollte ich machen, dann hat das alles nicht funktioniert. Ich war komplett überfordert und habe dann gedacht, komm, ich mache jetzt aber trotzdem, weil es muss ja jetzt mal weitergehen mit dem Kanal und willst neue Videos machen. Und dann habe ich mittendrin gemerkt, boah, nee, ist nicht. Ich kann euch nicht die Qualität liefern, die ich euch liefern möchte. Und habe das Video abgebrochen. So. Ich habe später nochmal versucht, so ein bisschen mir die Lyrics genauer anzugucken, aber ich habe gemerkt, ich kam an meine Grenzen. So. Und dann habe ich gedacht, über den Tag, ich mache jetzt einfach meinen Kram. Und hatte irgendwann den Punkt, wo ich in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, ey, es ist total in Ordnung. So, man muss nicht immer performen, man muss nicht immer so funktionieren, wie andere das erwarten. Die eigenen Unsicherheiten, das ist das, was am meisten hier drin ausmacht. So, und ich durfte gestern die Erfahrung machen, dass ich all das hatte, all diese Unsicherheiten, den eigenen inneren Druck, den Anspruch, und parallel war ein Teil da, der gesagt hat, ey, völlig in Ordnung. Und wo ich mich selbst quasi einfach in den Arm genommen habe und gesagt habe, hey, ich bin da. Und wir chillen jetzt einfach mal. So. Und ich hab dich total gern. Du bist cool, so wie du bist. Und dann kam es mir, Chinchilla, okay as I am. So. Auch wenn es hier um was anderes, also was heißt was anderes, es geht nicht um was anderes, aber es ist in einem Beziehungskontext gepackt, das Lied. Aber ich dachte, ja, das ist das, was mein Herz gerade als nächstes zieht. Und das ist das, was ich heute mit euch teilen möchte. Und jetzt habe ich ganz schön lang meine Einleitung gemacht. Und ja, lasst uns reinstarten in den Song. Sorry that I made a mess out of things, for laughing so hard that I'm flirting with friends. I'm sorry for over apologizing. It's all that I have, I guess it's my bad. Sorry for saying the things that I said, for taking up space in the conversation. I could feel you were losing your patience and everyone's laughing, but you had to undermine it. Ich würde hier mal Stop machen. Also es geht ja unter anderem darum, dass sie sich nicht okay fühlt, weil da jemand ist, der ihr das Gefühl gibt, nicht okay zu sein. Durch seine Art, durch sein Verhalten und wahrscheinlich auch durch das, was er ihr sagt, in Worten. So. Und
das ist ganz spannend, wie sie das gestaltet in dem Lied, weil zum einen könnte man das wirklich sehen als, ey, es tut mir wirklich leid. Und die Unsicherheit, die Angst, dass die Verbindung nicht mehr da ist, dass sie nicht gut genug ist für ihn. Alte Muster, die wieder erkennbar sind. Und gleichzeitig, und vielleicht geht es nur mir so, finde ich, merkt man auch so einen ganz leicht sarkastischen oder ironischen Ton. Also dieses eigentlich checkt sich schon oder reflektiert, dass da eigentlich etwas ist, was nichts mit dir zu tun hat, sondern was sein Thema ist. Und dass sie eigentlich nichts falsch gemacht hat. Ja, aber lasst uns weiterhören. I was just excited. You made me hide it. I had to learn to love the prisoner you fucking hated. Left me rotting in the basement. Parted with myself so that we were both pointing fingers my way. So loaded, so jaded, two shouting, one naked. Turn my back on all my values. Long as you were right, they were wrong. Left me and left you, but everything that I believed in became yours. Oh Lord, help me understand. I'm okay as I am. Ich mache hier mal Pause. Ich gehe auf vieles am Ende nochmal ein. Ich halte es hier relativ kurz. Das, was man hier sehen kann, oder das, was sie sagt, ist auch alles, woran ich glaube, alles, was ich bin, alles, was mich ausmacht, ist deins geworden. So, es ist, man könnte sagen, entweder ihm zum Opfer gefallen oder sie wird über ihn definiert. Sie definiert sich über ihn. Sie passt sich an. Oder er gibt ihr vor, wie sie sich zu verhalten hat. Und das, was ihm nicht gefällt, wird quasi dann bestraft oder unterbunden. So, und er nimmt ihr alles weg, was sie vielleicht ausmacht. Ja. Und sie merkt, dass er sie so nicht lieben kann, wie sie wirklich ist. Und da kann man drüber sprechen, warum das der Fall ist. Das wird am Ende nichts damit zu tun haben, ob sie liebenswert ist oder nicht. Das hat es nie. Weil wir sind alle liebenswert. Ohne Ausnahme, tatsächlich. Selbst die Schlimmsten haben einen ursprünglichen Kern, der von Grund auf an liebenswert ist. Und ich weiß, da können wir jetzt eine Riesendiskussion zu drauf aufmachen. Aber ja, es ist tatsächlich ein spannender Punkt. Weil das, was nicht liebenswert erscheint, ist basierend auf erlerntem Verhalten, auf Schutz, auf Angst basierend. Und selbst wenn wir jemanden verurteilen oder kritisieren, hat das was mit unseren eigenen Werten, mit unseren eigenen Glauben zu tun. Wie wir zu sein haben, wie Menschen zu sein haben, damit sie liebenswert sind. Und es sagt mehr über den Typen aus, mit dem sie zusammen ist, als über sie, was er zu bemängeln hat. Lasst uns weiter gucken. Oh Gott. Entschuldigt, ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Genau, nämlich sie musste lernen, das zu lieben, was ihr Partner so gar nicht lieben konnte, was er weggesperrt hat, um zu verstehen, dass sie okay ist, wie sie ist. Ja. Sorry that while you were sleeping in bed, I was laid next to you crying and texting my mom instead. I'm tired of breaking and calling it compromising. Couldn't give more. Am I awful?
you fucking hated, left me rotting in the basement, Ordered it myself so that we were both pointing fingers my way. So loaded, so jaded, 2 shout and 1 naked, Turn my back on all my values, Long as you were right, they were wrong, left me and back to what everything that I believed in became yours, Okay. Also, kurz vorneweg. Ich liebe diese Kostüme, ne? Und ich liebe das, wie sie die Choreo gestaltet und das ist immer so, ja, irgendwie powerful, ne? So, da ist ein Statement auf jeden Fall drin, ne? Auch jetzt, wenn wir uns die Person angucken, alles vermummt, nichts zu sehen von dem Eigentlichen. Der Partner hat sie so sehr mit irgendwelchen Schichten überdeckt, dass nichts mehr von ihr da ist, was ursprünglich da ist, von dem, wer sie wirklich ist, sondern es ist quasi eine zurechtgeschneiderte Form davon. So. Und auch dieser Punkt, wir haben uns am Ende darauf geeinigt, beide mit dem Finger auf mich zu zeigen und mir die Schuld zu geben. Und das ist auch der Part, den sie ganz am Anfang gesagt hat, dass sie sich dafür entschuldigt, dass sie weinend im Bett gelegen hat und ihn nicht geweckt hat, sondern das lieber mit ihrer Mutter besprochen hat oder sich an ihre Mutter gewandt hat. Es gibt so viele Passagen, die einfach zeigen, dass es eine toxische Beziehung ist. So. Und nicht, weil er der blöde Arsch ist oder weil sie doof ist oder nicht liebenswert ist, sondern weil da 2 Menschen aufeinandertreffen, die sich voneinander angezogen fühlen, anscheinend auf einer Ebene, und gleichzeitig mit bestimmten Dingen überhaupt keinen Umgang finden, unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche Überzeugungen haben, aber auch unterschiedliche Muster in Beziehungen zu gehen. Wenn da jemand kommt, der davon überzeugt ist, dass er selbst nichts wert ist, dass er selbst nicht liebenswert ist, dann sucht er sich jemanden, den er davon überzeugen kann, dass er liebenswert ist, dass er genug ist, dass er okay ist. Weil er selber glaubt nicht dran. Genügend andere Leute haben es auch nicht getan. Und entweder wird dann jemand gesucht, der ihnen am Anfang genau dieses Gefühl gibt und dann aber aus verschiedensten Gründen in diese Spirale reinrutscht von, nee, jetzt bist du doch nicht mehr okay. Oder sie suchen sich von Anfang an jemanden, der sie nicht gut genug findet und rennen dem hinterher. In der Hoffnung, die Person davon zu überzeugen. Und ja, und das spielt auch immer eine Dynamik damit rein. Ne? Also selbst die Person, die überzeugt ist, dass sie nicht liebenswert ist, hat etwas in ihrem Verhalten, was das von Anfang an impliziert, immer wieder reinbringt. Immer wieder Aussagen, die vielleicht selbst diffamierend sind, die abwertend sind. Ein Verhalten, sich klein zu machen, sich zu ducken, sich rauszunehmen, dem anderen die Verantwortung zu geben und so weiter. Also da spielen unterschiedliche Dynamiken mit rein. Bis vielleicht der andere irgendwann an den Punkt kommt, wo er selbst überzeugt ist, oh, wenn sie sich so verhält, ja, vielleicht war das wirklich Kacke. Na, am Anfang wird immer noch, nein, und Quatsch, es ist doch alles okay, du brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, und irgendwann ist die Person vielleicht sogar genervt davon. Und dann entstehen ganz interessante Dynamiken. Das heißt, es gibt nie nur Täter und Opfer und feste Rollen quasi da drin, sondern auch Opfer werden auf ihrer Ebene zu einem Täter und umgekehrt. Und es braucht sehr viel Reflexion und sehr viel Willen, diese Themen aufzudecken und sich die angucken zu wollen. Wenn das nicht der Fall ist, was überhaupt nicht schlimm ist, dann ist es Zeit, die Beziehung zu beenden, weil das führt zu nichts, außer zu noch mehr Schmerz. Und zu einer Festigung des Glaubenssatzes, dass sie nicht genug ist, wie sie ist. Ja. So, weiter gucken. Help me understand. I'm okay as I am.
Und du bist auch okay, wie du bist. Zu jedem Zeitpunkt. Mit allem, was du mitbringst. Und ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, sowas wie Fehler haben wir nicht, sondern es sind alles erklärbare Verhaltensmuster, die alle einem bestimmten Zweck dienen, nämlich einem guten Zweck. Auch wenn die Strategien und die Muster, die wir haben, oft eher dysfunktional sind und uns eher schaden, war das damals, oder ist es meistens zu einer Zeit entstanden, wo wir noch nicht so viel wussten, wo wir noch nicht uns so gut helfen konnten, wo unsere Mittel sehr limitiert gewesen sind und wir einfach nur versucht haben, irgendwie dahin zu kommen, dass wir uns wieder gut fühlen können mit uns selbst. Uns irgendwie liebenswert fühlen zu können, andere davon zu überzeugen, dass wir liebenswert sind. Und wir haben diese Strategien nicht mehr abgelegt. Und es braucht neue. Es braucht neue Überzeugungen, neue Erfahrungen. Aber oft verharren wir in dieser Schleife. Und das sagt nichts darüber aus, dass nur weil ich in diesen Schleifen hängen bleibe oder diese Glaubenssätze habe, dass das irgendeine Wahrheit darüber ist, ob ich okay bin, wie ich bin oder nicht. Von daher, so ging es mir auch gestern, mich selbst in den Arm zu nehmen. Wir sind oft unser schlimmster eigener Kritiker. Wenn eine Freundin zu uns ankommen würde, die würden wir auch umarmen und sagen, ey, du bist toll, ich mag dich. Oder ein Freund. Unser eigenes Kind. Du bist liebenswert, so wie du bist. Und sei ein bisschen sanfter mit dir selbst. Hab mehr Verständnis für dich. Hab mehr Geduld. Ja. Schenk dir immer mal wieder ein Lächeln und eine Umarmung. Ich lasse es so stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und das, was ich hier vor mich hin erzählt habe, dann lasst mir ein Like da. Vielleicht abonniert ihr den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr dann das, was zukünftig noch kommt, nicht verpasst. Genau. Ich freue mich darauf. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann.